So wollte ich heute über Antichrist reden. Antichrist, der Herrscher, der kommen wird. Der Herrscher, der kommen wird und seine Herrschaft hier aufstellen wird. Weil es wird passieren. Und zum Beispiel ja auch die Corona war ja einfach ein Vorspiel darauf, was kommen wird. Auch in Corona-Zeit war das ja so, dass du oft, wenn du zum Beispiel deinen digitalen Impfnachweis nicht hattest, dürftest du dort und dort reingehen. Wenn du, da wurden sogar die Gemeinden zugemacht. Ja, von uns zum Beispiel, wir dürften gar nicht in die Gemeinde gehen, weil alles zu war. Wir haben uns allen wurden neue Gesetze und neue Ordnungen aufgezogen. Und 99% von den Menschen haben sich unterordnet. Die haben sich gehorcht. Die haben dem Staat gehorcht. Und so ist es aber auch, dass die Bibel eigentlich das schon vorschreibt, das was kommen wird. Das ist dieses System des Antichrist. Dass die etwas von dir verlangen, was du haben musst, damit du kaufen kannst und verkaufen kannst und überhaupt funktionieren kannst. Und genauso wie es in Corona war, dass du ohne deinen Impfnachweis nicht mehr funktionieren konntest, so wird es auch mit dem Antichrist sein, wenn er kommen wird. Und genau dieses Prinzip beschreibt auch die Bibel. Genau das, was in Corona auch passiert. Dass die Menschen nicht mal einkaufen durften in manchen Ländern hier in Deutschland. In manchen Bundesländern dürftest du nicht mal ins Geschäft gehen, Lebensmittel kaufen. Und das ist ja auch etwas, was die Bibel beschreibt. Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen. Es hatte 2 Hörner, gleich ein Lamm und redet wie ein Drache. Und es übt alle Vollmacht des ersten Tiers aus vor dessen Augen und bringt die Erde und die auf ihr wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswund geheilt wurde. Und es tut große Zeichen, so dass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfahren lässt vor den Menschen. Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun, ihm gegeben sind. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tiers einen Geist zu verleihen, so dass das Bild des Tieres sogar redet und bewirkt, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Wir sehen ja auch das zum Beispiel jetzt in heutiger Zeit. Wir sehen ja dieses Bild, dieses künstliche Intelligenz, dass dieses Bild reden kann, dass dieses Bild, mein Bruder hat noch gerade sogar noch mal ein Video gezeigt, wo eine digitale Figur ein Gesicht verleiht bekommt, das spricht, das hat Macht, das ist praktisch wie lebendig, es bekommt ein Leben, dieses Bild ist lebendig. Das ist die künstliche Intelligenz. Wie viele von uns haben zu Hause Alexa, Siri und was auch immer? Das alles ist ja nur in Vorbereitung auf Antichrist, auf ein gemeinschaftliches System, worunter wir uns alle gehorchen werden. Diejenigen, die Jesus Christus nicht haben und ihm nicht gehorchen, diejenigen werden dieses System auch akzeptieren. Und so sehen wir auch weiter und wir lesen, und es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Größten, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten ein Mahlzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn. Wie ist es dann? Fast jeder wird dieses Zeichen haben. Wir haben ja auch diese künstliche Intelligenz in unserem Leben. Wir haben diese Mächte. Wir werden, wie gesagt, unsere Bankkarten sind mit Chips versehen. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit, dieses System wird schon langsam in unser Unterbewusstsein programmiert. Und die ziehen das auch durch. Die ziehen das auch in unserer Gesellschaft durch. Weil das, was die Leute hier interessiert, ist Alkohol, Partys, Karnevale und so weiter. Und während ihr schläft, die im Hintergrund, die ziehen ihre Pläne weiter durch. Die ziehen ihre Pläne durch, das ist die Wahrheit. Und dann sagt ja auch zuletzt auch die Bibel, zum Beispiel beschreibt auch diesen Menschen und sagt, dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat oder den Namen des Tiers oder die Zahl seines Namens.
Und das haben wir doch in Corona gesehen. Es war ein klares Beispiel. In manchen Bundesländern dürfen wir nicht ins Geschäft gehen, solange wir keinen Impfnachweis hatten. Wir haben was Digitales gebraucht. Du hast was gebraucht. Du musstest was vorweisen, damit du überhaupt eintreten kannst. Und das ist die Wahrheit. Die haben uns schon getestet. Die haben getestet, wie sehr diese Gesellschaft sich gehorcht. Und das ist auch so. Wir gehorchen. Wir gehorchen der Regierung. Und wenn die Regierung neue Gesetze wieder erlässt, wir gehen diesem Gesetz nach. Das ist die Realität. Und Corona hat es zum Beispiel gezeigt. Es hat gezeigt, wie leicht die Regierung diese Gesellschaft in die Knie zwingen kann. Das ist die Wahrheit. Und deshalb, sobald die Regierung hier auch den Hahn zudrehen wird, wir werden nicht mehr Essen kaufen können, wir werden nicht mehr mit unserer Bankkarte bezahlen können, werden die Menschen, die ihren Verlass auf diese Welt haben, sich gehorchen. Die werden all diese Dinge tun. So sagt auch der Vers 18 hier ist die Weisheit, der das Verständnis hat, der berechnet die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen. Seine Zahl ist 666. Diese Zahl kennen wir auch alle. Deshalb müssen wir aber wach und nüchtern bleiben, wie Jesus auch immer sagt. Wer hat Ohr, der soll hören. Und sogar in London, in England gibt es ein Geschäft. Und in dieses Geschäft kannst du gar nicht rein, solange du keinen ID, keinen elektronischen Nachweis hast von dir selbst. Und da muss man aber sich überlegen, ich kann nicht einkaufen gehen, solange ich keinen elektronischen ID habe. Das ist ja einfach eine Programmierung, eine Vorbereitung für euch, damit ihr das in eurem Unterbewusstsein auch versteht. So war das ja auch früher mit Hollywood. Zum Beispiel, wenn wir sprechen von sowas wie Homosexualismus. In 50 Jahren war das noch ein Thema, das nicht angesprochen werden sollte, aber sie haben Jahr nach dem Jahr immer mehr die Szenen auch in Hollywood-Filmen eingeführt, damit du das im Unterbewusstsein schon akzeptiert hast. Weil sobald es auch da ist und wird ganz groß geredet, wird ganz groß geworben, bist du schon bereit dafür, du wirst es akzeptieren. Und so ist es auch mit dem Antichrist und mit Mahrzeichen. Du wirst dieses Mahrzeichen annehmen, wenn du Jesus Christus nicht kennst. Das ist die Wahrheit. Deshalb, wenn du heute seine Stimme hörst, verhärtet nicht dein Herz, weil alle haben wir gesündigt, alle sind wir vor Herrlichkeit des Herrn gefallen, aber er gerechtfertigt uns. Er zeigt uns seine Liebe, er erweist uns seine Liebe, dadurch, dass Jesus Christus für uns verstorben ist. Deshalb, wenn du mit seinem Mund bezeugst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass er am dritten Tag für dich